Herzlich willkommen bei Marine Tech Talks mit Hydak, unser Format rund um das Thema maritime Technik. Mit an Bord ist unser Experte Benjamin Herrling. Schön, dass du da bist. Hi Celine. Wir sprechen heute über ein Thema, was in aller Munde ist: Nachhaltigkeit. Etwa 80% des Handels wird über Seewege bestritten. Das führt natürlich zu immensen Belastungen der Umwelt mit ca. 1 Milliarde Tonnen CO2-Emissionen pro Jahr. Deswegen werden im internationalen Raum immer mehr Gesetzesentwürfe besprochen, um genau diese Emissionen zu senken. Und in 2050 soll die Branche sogar klimaneutral sein. Doch wie soll das funktionieren? Deswegen und zu diesem Thema haben wir unseren Experten Benjamin Herrling eingeladen. Benni, du bist bereits seit 10 Jahren bei der Hydak. Vielleicht kannst du dich einmal so kurz vorstellen, was sind so deine Spezialgebiete? Ja, vielen Dank für die Einladung. Schön hier zu sein, Celine. Danke dafür. Ich bin bei der Hydak zuständig für den Vertrieb als Product- und Sales Manager für maritime Anwendungen im Bereich der Flüssigkeitsfiltration, sei es für Ballastwasseranlagen oder Abgasnachbehandlungsanlagen oder aber auch für Fuel- oder Lube-Oil-Filtration im Bereich der Schiffe. Man merkt hier immer mehr, es tut sich viel in der Industrie und da ist ja auch die maritime Technik nicht ausgenommen. Wie nimmst du diese Veränderungen am Markt wahr? Ja, die kommerzielle Schifffahrt, die ist natürlich extrem von äußeren Einflüssen getrieben oder auch von politischen Anforderungen heute. Es gibt die Schlagwörter Sulfur Cap 2020, dann du hast eben erwähnt, die Klimaneutralität bei 2050, dass wir die erreichen wollen. Das sind natürlich alles Themen, die unsere Branche halt enorm beschäftigen. Es ist ähnlich wie in der Ballastwasserkonvention, wo dann irgendwelche Regularien eingehalten werden müssen. Wir versuchen natürlich immer neue Anwendungen, neue Anwendungsansätze, neue Technologien zu entwickeln oder halt auch Technologien adaptieren, die bereits am Markt verfügbar sind hinsichtlich der Materialien, der Platzbedarfe etc. pp. Das sind alles konservative Ansätze, die wir da natürlich auch haben. In der Kraftstofffiltration für Großmotoren zum Beispiel, sprich alternative Kraftstoffe, ist in der Branche halt auch ein ganz, ganz großes Thema. Da wird stetig nachgesucht, jeder hört das ja immer: Methanol, Ammoniak, Wasserstoff etc. Und diese neuen Kraftstoffe ziehen natürlich halt auch neue Anforderungen mit sich. Also die bringen immer neue Anforderungen und diese Anforderungen werden natürlich auch immer herausfordernder in dem Markt. Aber das treibt unseren Markt extrem voran in der heutigen Zeit. Du hast ja gerade schon ein gutes Thema angesprochen: Anforderungen. Welche Anforderungen werden denn speziell an Schiffe gestellt, insbesondere auch im Hinblick auf das ganz große Thema Dekarbonisierung? Ja, also die Handelsschiffe als auch der Personenschiffe, da wird natürlich immer neue Technik gefordert und wird auch immer neue Technik verbaut. Und gerade was diese Techniken angeht, gibt es natürlich viele Ansatzpunkte. Zum Beispiel kann man proaktiv an dieses Thema rangehen und sagen, okay, ich benutze das Schweröl, was ich schon immer benutzt habe, mit nachgeschalteten Systemen. Oder ich kann halt sagen, ich benutze Systeme, die Zusatzstoffe in den Verbrennungsprozess mit einbringen. Man kennt das aus der Automobilbranche, AdBlue zum Beispiel, wo dann Urea, also Harnstoff, in den Brennraum mit eingespritzt wird und so wird eine saubere Verbrennung erzielt. Man kann es aber auch durch nachgeschaltete Systeme in der Aufbereitung halt auch erzielen. Abgasnachbehandlung ist da so ein großes Stichwort. Und all das hilft natürlich da, den ökologischen Footprint oder den Fußabdruck dann zu reduzieren. Du hattest ja jetzt gerade das Thema Abgasnachbehandlung angesprochen. Siehst du da im Speziellen vielleicht Potenziale, die noch nicht ausgeschöpft wurden? Auf jeden Fall. Das Problem, wie soll man sagen, schon das Problem mit den alternativen Kraftstoffen ist zum Beispiel die Verfügbarkeit. Noch lange nicht jeder alternative Kraftstoff ist auch so verfügbar, dass die Schifffahrtsindustrie den immer benutzen könnte als Alternative. Oder auch der Energiegehalt von den alternativen Kraftstoffen ist anders zu dem klassischen Schweröl, was benutzt wird. Daher sind diese Abgasnachbehandlungsanlagen immer noch absolut wichtig für den Markt, da sie auch noch andere positive Aspekte mit einbringen, wie zum Beispiel die Reduktion der Feinstaubbelastung zum Beispiel oder halt auch der sauren Regen. Du hast ja gerade jetzt schon ein paar Vorteile angesprochen der Abgasnachbehandlung. Ist dir vielleicht ein Projekt in dem Rahmen besonders in Erinnerung geblieben? Du sagst, da hat man wirklich gemerkt, dass es auch große Auswirkungen auf den ökologischen Fußabdruck haben kann.
Ja, also gerade vor Covid, was die maritime Branche ja auch erheblich beeinflusst hat, haben wir es geschafft, ein Projekt zu beliefern, wo wir mehr als hunderte Schiffe mit Filtrationssystemen ausgestattet haben für die Abgasnachbehandlung. Sprich, bei der Abgasnachbehandlung wird Seewasser auf den Abgas gesprüht und dadurch wird der Schwefelgehalt im Abgas reduziert. Und da werden unsere Systeme eingesetzt zum Düsenschutz. Man kann sich das zum Beispiel vorstellen wie in der Dusche. Man hat also unten aus dem Ablauf kommt der Rauch raus und oben hast du den Duschkopf, der mit den Düsen ausgestattet ist und der sprüht das Waschwasser auf das Abgas und wäscht somit den Schwefelgehalt raus. Also die SOx Reduction, so nennen wir das. Jetzt kann man sich natürlich vorstellen, je feiner die Tropfen, also je feiner dieser Sprühnebel ist, desto höher ist die Effektivität von so einer Scrubberanlage, also von so einer Abgasnachbehandlungsanlage. Und wenn jetzt unsere Filtrationslösungen nicht vorgeschaltet wären, dann würde sich die Düse abnutzen oder auch verstopfen. Und das würde natürlich dieses Sprühbild verändern und somit auch die Effektivität einer Abgasnachbehandlungsanlage absolut reduzieren oder minimieren. Und das ist halt natürlich für uns ein großer Ansatzpunkt, wo wir sagen, ja, unsere Filtration ist halt direkt involviert in die Reduktion dieser Abgasemissionen. Mhm. Und wir haben ja jetzt viel über das Thema Optimierung von bestehenden Maschinen gesprochen, aber alternative Treibstoffe, du hast ja auch schon ein bisschen angesprochen gehabt, sind natürlich auch Teil der Diskussion. Ich fahre jetzt zum Beispiel bald nach Norwegen in Urlaub und da gibt es ja zum Beispiel schon die elektrischen Fähren, die an den Fjorden unterwegs sind und Touristen und Passagiere von einem Ort zum anderen bringen. Wie stehst du denn zu diesem Thema? Also alternative Kraftstoffe, haben wir eben drüber schon gesprochen, ist halt ein großes Thema, aber auch diese alternativen Antriebstechnologien sind einfach ein Teil der Strategie zur Klimaneutralität. Ganz klar. Wobei man sagen muss, dass die E-Mobility in unserem Bereich eher auf den Kurzstreckenverkehr, also gerade diesen Passagiertransport in den Fjorden ausgelegt ist. Wenn man natürlich jetzt von den großen Handelsschiffen redet, von den ganz großen Containerschiffen, die weltweit operieren, da fokussieren wir uns natürlich wesentlich mehr auf alternative Kraftstoffe. Methanol, Wasserstoff zum Beispiel sind da diese Themen. Und auch für diese Themen, ob das jetzt dann aber auch E-Mobilität ist oder Wasserstoffbereich, da haben wir auch unsere Lösungen, die wir anbieten, die Produkte, die wir dafür anbieten. Und die spielen halt auch da rein, in diese Neutralität hereinzukommen. Gerade da zu helfen, auch die Schifffahrt sauberer zu machen. Was gilt es aus deiner Sicht und insbesondere aus Sicht der HYDAG bei der Filtration solcher alternativen Kraftstoffe zu beachten? Gut, wir fokussieren uns ja wirklich auf die bestmögliche Filtration, gerade bei den alternativen Kraftstoffen, weil ob das jetzt LNG ist, LPG oder Ammoniak, die sind in der Regel recht dreckige Kraftstoffe, also in Bezug auf partikuläre Verunreinigung, und sei es durch die Betankungsschiffe oder die Rohrleitungssysteme. Und diese Verunreinigungen, die können natürlich dann irgendwann dazu führen, dass Komponenten ausfallen oder ganze Systeme ausfallen oder im schlimmsten Falle sogar, dass die Hauptantriebsmaschine ausfällt, und das wäre natürlich ganz fatal für ein Schiff. Von daher ist die Lebenszeit der Komponenten hier ein wichtiger Bestandteil, wo wir uns extrem darauf fokussieren, unsere Filtrationstechnologien auch immer weiterzuentwickeln. Die Anforderungen steigen ja auch an alternative Kraftstoffe, und somit versuchen wir halt auch mit der Zeit mitzugehen und unsere Produkte dementsprechend anzupassen und halt auch verfügbar zu halten, sodass wir als HYDAG halt in den Bereichen halt unseren Beitrag auch da wieder leisten können zu dieser CO2-Neutralität. Und abgesehen jetzt von den Filtrationskonzepten, die HYDAG ja auch fährt, gibt es da vielleicht noch weitere Innovationen oder auch Ansätze, um den ökologischen Fußabdruck zu verringern? Ich meine, wir wissen ja, HYDAG ist auch ein großer Player in der Hydraulik natürlich. Sicherlich gibt es auch da noch Möglichkeiten. Ja, auf dem Gebiet der Hydraulik, muss ich ehrlich sagen, bin ich jetzt kein Spezialist. Aber ich weiß natürlich, dass wir, dadurch, dass wir auch gemeinsam Aussteller sind, in allen Bereichen der HYDAG, wenn wir auf unsere marinen Messen fahren, wie zum Beispiel die SMN in Hamburg oder die Norshipping in Norwegen, weiß ich, dass wir intelligente Lösungen haben, um die Tankgröße von Hydraulikaggregaten erheblich zu reduzieren, bis zu 50%. Da reden wir da durch unsere patentierten Filterlösungen und Entgasungsanlagen. Und es ist natürlich so, dass wenn man den Platzbedarf 50% reduziert, reduziert man natürlich auch das Gewicht erheblich.
spielt ja damit rein. Und man sieht halt auch da jetzt dann wieder Gewichtsreduktion gleich CO2-Neutralität, beziehungsweise wir helfen auch da wieder, den Weg zu gehen und dahin zu kommen. Wie Sie sehen, Hydak hat viele Lösungen, die Sie dabei unterstützen, die CO2-Emissionen zu reduzieren. Wir wissen ja, die Energiekosten werden steigen, da kommen wir nicht drum herum und das wird sicherlich auch viele Änderungen in der Schifffahrt mit sich bringen. Falls Sie also nach energieeffizienten Lösungen suchen, um sich für die Zukunft oder die Herausforderungen der Zukunft zu wappnen, wenden Sie sich gerne an Hydak. Sie erreichen uns unter industrie@hydak.com. Benjamin Herrling und seine Kollegen und Kolleginnen stehen Ihnen sicherlich gerne zur Verfügung. Vielen Dank nochmal für dein Kommen. Ja, sehr, sehr gerne und vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Gerne.